yeah, it's easy to support yourself in here. I think the living cost is not super high. And also, I think a lot of activities that is going on also offers good opportunities for you to have more income without actually a job. So you can become a tutor with and get a scholarship for a month, and that's already I don't know, 250 or something. So it's also nice. But you just, I think, need to be pursuing and active and so on. Also hier, also ich habe vorher Geld sparen, aber jetzt arbeite ich. Das ist möglich. Und ja, und ich habe 2 Stipendien bekommen. Es gibt Stipendienmöglichkeiten von DAAD zum Beispiel und ich arbeite hier auch als studentische Hilfskraft an der Uni. Das ist aber nicht nur für internationale Studierende, da können alle arbeiten, aber ja, in meinem Fall, ich arbeite im International Office und da sind viele internationale Hiwis. Mit der Hilfe von der Familie kann ich in Deutschland studieren und vorher habe ich in meinem Heimatland ein bisschen gearbeitet. Das kann ich auch nutzen. The students has access for the DAAD scholarships for the Deutschland Stipendium. If it's your first year of studies, then you can apply to the Thüringen Plus. If you are working in your thesis, then you can apply for another Masterarbeit semester stipendium. And the city, Jena, has this stipendium also for if you has Jena as a main city of residence, then it will give you 60 euro per semester in 1 year. This means in 1 year you're going to have access for 120 euros. So yeah, it's have the possibility for these aids, these scholarships, but all the information you can find in the university webpage. Also es gibt in Deutschland nicht so ein großes Stipendienprogramm wie in manchen anderen Ländern oder in anderen Ländern an den Universitäten, sondern nur relativ wenige. Es gibt eine sehr gute Stipendiendatenbank des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, DAAD. Dort kann man sich mal informieren, welche Stipendien es für internationale Studierende in Deutschland gibt. Das sind zum Beispiel Programme des DAAD oder von Parteien oder Stiftungen oder anderen Institutionen. Es empfiehlt sich, frühzeitig da zu schauen, weil man normalerweise vor dem Studium den Antrag stellen muss und auch wirklich einige Zeit vor Studienbeginn schon einen Antrag stellen muss. Die Chancen sind nicht so hoch, es gibt sehr viele Bewerbungen, aber wer es nicht probiert, der hat gar keine Chance, also einfach mal probieren. Und es gibt an den meisten Hochschulen auch ein paar Stipendien, die die Hochschule selbst vergibt, zum Beispiel das Deutschlandstipendium. Da können sich dann die Studierenden dieser jeweiligen Hochschule darauf bewerben. Auch das sind nicht viele, aber das kann man probieren, zu jeder Zeit im Studium. Und viele internationalen Büros haben auch einen Stipendientopf für Abschlussstipendien oder Engagiertenstipendium. Und da schaut man am besten mal beim internationalen Büro, wann die ausgeschrieben werden und bewirbt sich dann darauf.